Durch und durch ausgewogen, komfortabel und entspannt. Hinzu kommt eine Top-Ausstattung zum richtig fairen Preis. Das Cube Stereo Hybrid 140 SL bietet ein richtig stimmiges Paket. Und damit Servus und Hallo zum Check unseres Testsiegers. Für unseren großen Vergleichstest haben wir 9 aktuelle EMTB Tourenfullies zwischen 4.500 und 5.000 € verglichen. Auch wenn die Tourenbikes keine ausgewiesenen Trail-Spezialisten sind, mussten sie sich natürlich in unserem Test im Gelände beweisen. Idealerweise bieten sie dem Fahrer sowohl Sicherheit als auch Komfort. Bevor wir auf die Fahreigenschaften eingehen, erstmal ein Blick auf das Grundgerüst unseres Testsiegers. Mit 4.549 € ist das Stereo das günstigste Bike in unserem Vergleich. Trotzdem muss man keinerlei Abstriche bei der Ausstattung machen. Im Gegenteil, Cube verbaut einen Hauptrahmen aus Carbon, eine Seltenheit in dieser Preisklasse. Der Schaltungsmix aus Shimanos Deore und XT-Komponenten mit 12-fach Kassette ist solide. Die XT-Bremsen mit großen Scheiben sind hochwertig und top-funktional. Das Fahrwerk stammt von Fox, die 34er Rhythm-Gabel arbeitet feinfühlig und ist der gemäßigten Tourenkategorie angemessen. Vorne wie hinten gibt es 140 mm Federweg. Hinzu kommen große, überrollfreudige 29er Laufräder. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich mehr als fair, insbesondere für eine Fachhandelsmarke. Mit 25,1 Kilo ist das Stereo leider recht schwer. Allerdings liegt es damit genau im Schnitt unserer Testgruppe. Wirklich positiv absetzen konnte sich im Gewichtsranking keiner der 9 Kandidaten. Jetzt aber ab aufs Bike. Das Stereo Hybrid 140 SL hat uns durch seine Vielseitigkeit überzeugt. Das Rad ist kein Extremo und genau das macht es so erfolgreich. Das Handling ist ausgewogen und gutmütig. So hat eine breite Palette an Fahrertypen damit Spaß. Man muss kein Fahrtechnikkönig sein, um das Stereo im Gelände zu beherrschen. Das Fahrwerk arbeitet sehr komfortabel und auch größere Schläge werden souverän ausgebügelt. Erst wer richtig wilde Abfahrten mit Sprüngen und groben Brocken angeht und dabei richtig sportlich unterwegs ist, wird die Fähigkeiten des Bikes überreizen. Wer mehr will, sollte einen Blick auf die großen Brüder des 140 SL werfen. Die Sitzposition ist mittig und eher aufrecht. Top für lange Touren. Im Anstieg ist man mit dem Bike ebenfalls souverän unterwegs und behält leicht die Kontrolle. Zum bewährten Bosch Performance CX muss man wohl nicht mehr viele Worte verlieren. Er schiebt sehr intuitiv und natürlich an. Die große Stärke ist seine Dosierbarkeit. Mit dem 625er PowerTube-Akku liefert er zudem eine sehr gute Reichweite, die auch längere Touren möglich macht. Und jetzt will ich euch noch ein paar technische Details zeigen. Die Integration der Bosch PowerTube-Akkus ist im Prinzip bei allen Bikes ähnlich. Unterschiede gibt es vor allem bei der Abdeckung und der Schlossintegration. Die Lösung von Cube gefällt uns hier richtig gut. Der Druckknopf lässt sich perfekt bedienen und sitzt sicher. Das Cover ist gut gummiert und damit bestens gedämpft. Das Schloss liegt unter der Abdeckung, somit entfällt das Schlüsselloch im Unterrohr. Eine weitere kleine Besonderheit ist die Cube-eigene Displaybefestigung. Das Kiox von Bosch sitzt gut geschützt hinter dem Lenker. Allerdings muss man etwas vorsichtig sein, dass man das Display nicht aus der Magnethalterung schmeißt. Das kann zum Beispiel an steilen Anstiegen passieren, wenn man aus dem Sattel geht. Hier gibt es 2 Lösungsmöglichkeiten. Entweder das Kiox mit der mitgelieferten Schraube befestigen oder die Halterung umdrehen, sodass der Screen vor dem Lenker sitzt. In Summe hat uns das Cube Stereo Hybrid 140 SL mit seinen super Allround-Fähigkeiten überzeugt. Ob Panoramatour in den Alpen, gemäßigte Seeumrundung oder Abstecher auf die Home Trails, das Bike macht einfach überall eine gute Figur. Ein würdiger Testsieger in der Kategorie der EMTB Tourenfullies. Den kompletten Test mit allen Infos und Details lest ihr in EMTB 1 2021. Schaut doch mal rein.